Moin zusammen! Heute habe ich euch mal 2 Kurzgeschichten aus dem Warhammer-Universum mitgebracht. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß! Die letzte Bastion. Der Himmel über Novan Tertius war ein graues, schmutziges Leichentuch, das jeden Hoffnungsschimmer verschlang. Die Welt war einst ein Juwel des Imperiums, bekannt für ihre blühenden Felder und ihre prächtigen Städte. Jetzt war sie ein sterbender Planet. Ihre Erde durch Gift und Biomasse verseucht, während die Tyranniden-Schwarmflotte unaufhaltsam ihren Hunger stillte. Private Yaren Karsk saß in der Dunkelheit des Schützengrabens. Seine Hände um das Lasergewehr verkrampft. Der Boden vibrierte leicht. Ein stetiges, kaum wahrnehmbares Beben, das mit jedem Herzschlag stärker wurde. Er wusste, dass es die Tyranniden waren, die heranrollten, eine unaufhaltsame Welle aus Klauen, Zähnen und Chitinpanzern. Die 133. Armageddon-Stahllegion war die letzte Verteidigungslinie. Neben ihm kniete Sergeant Hal Varik, ein Veteran mit einem Gesicht wie aus Granit. »Das ist erst der Anfang, Karsk«, sagte er leise. »Die Vorhut. Wenn die wirklich großen Biester kommen, wird es schlimmer.« »Wird schlimmer?« Yaren blickte den Sergeant an. Seine Stimme zitterte. »Wie sollen wir das hier überleben?« Varik schnaubte. »Wir sind nicht hier, um zu überleben, Junge. Wir sind hier, um Zeit zu kaufen. Für die Evakuierung. Für das Imperium. Stell dir vor, der Imperator schaut dir gerade zu. Also halte die Linie. Das ist alles, was zählt.« Yaren wollte etwas erwidern, aber ein ohrenbetäubendes Kreischen riss ihm die Worte aus dem Mund. Ein Signal ertönte durch die Gräben, und die Soldaten sprangen in ihre Positionen. In der Ferne tauchten die ersten Schatten der Tyranniden auf. Groteske, sich windende Gestalten, die mit erschreckender Geschwindigkeit auf die Linien zurollten. »Bereit machen!« brüllte Varik, und Dutzende Lasergewehre wurden auf die nahen Horden gerichtet. Die erste Welle bestand aus Hormoganten, schnellen, reißenden Monstern, die mit verstärkten Klauen bewaffnet waren. Hinter ihnen schritten größere Kreaturen, Kriegertyranniden mit Biokanonen, die grünen Tod auf die Verteidiger spien. Der Himmel wurde von den Schreien der Gargoyles durchzogen, fliegender Bestien, die wie ein Sturm auf die Gräber zupreschten. Die Soldaten eröffneten das Feuer. Ein Sturm aus rotem Licht durchzog die Luft, als die Lasergewehre energische Salven abgaben. Hormoganten fielen, ihre Leiber verbrannten und dampften. Doch für jedes gefallene Biest kamen 2 weitere. Raketenwerfer und schwere Bolter donnerten aus den Befestigungen, zerschmetterten Kriegertyranniden und ließen Gargoyles vom Himmel regnen. Yaren drückte den Abzug seines Gewehrs. Sein Herz raste. Seine Finger zitterten. Ein Hormogant sprang auf den Rand des Grabens zu, seine Klauen bereit, zuzuschlagen. Mit einem Schrei feuerte Yaren direkt in die Fratze des Biests. Und es fiel, dampfend und zuckend zu Boden. »Gut geschossen, Private«, rief Varik und schlug ihm auf die Schulter. Doch es gab keine Zeit zum Verschnaufen. Eine gewaltige Biokanone schlug in die Grabenlinie ein. Erde und Fleisch wurden gleichermaßen zerfetzt. Yaren wurde von den Beinen gerissen und landete hart auf dem Rücken. Als er wieder zu sich kam, lag er halb begraben unter Erde und Leichen. »Karsk, auf die Beine«, brüllte Varik. Und Yaren rappelte sich auf. Der Graben war ein Chaos aus Rauch, Blut und Schutt. Die Tyranniden hatten die erste Linie fast durchbrochen. »Zurückziehen zur zweiten Linie«, schrie Varik. »Los, los, los!« Die Soldaten zogen sich unter schwerem Feuer zur nächsten Befestigung zurück, während Basiliskenartillerie hinter ihnen den Vormarsch der Tyranniden zu verlangsamen versuchten. Yaren stolperte über die Trümmer, seine Waffe fest umklammert. Der Geruch von verbranntem Fleisch lag schwer in der Luft. Hinter ihm brüllte ein Monstrum, das durch die Gräben stürmte. Ein Carnifex, ein lebender Panzer, dessen massive Klauen Soldaten wie Puppen zerfetzte. Ein Leman-Russ-Panzer drehte sein Geschütz, feuerte und traf die Bestie mitten in die Brust. Doch der Carnifex taumelte nur und stürmte weiter, bevor ein zweiter Schuss ihn endlich zu Boden brachte. Die zweite Verteidigungslinie war schwer befestigt, mit schweren Boltern, Autokanonen und noch mehr Panzern. Hier versammelten sich die Überlebenden, ihre Gesichter gezeichnet von Angst und Entschlossenheit. »Hier halten wir«, sagte Varik und klopfte Yaren auf die Schulter. »Wenn Sie das hier durchbrechen, war's das.« Yaren nickte, während er sein Gewehr nachlud. Er hatte keine Zeit für Zweifel oder Angst. Alles, was zählte, war das Feuer auf die Tyranniden. Die nächste Welle war noch schlimmer. Eine unaufhörliche Flut aus Klauen und Zähnen traf die Linie. Tyrannofexe schleuderten saure Biomasse, die Metall und Fleisch gleichermaßen zerschmolzen. Kriegertyranniden koordinierten die Angriffe, während kleinere Bestien in Massen angestürmt kamen. Yaren feuerte,
Seine Sinne waren nur noch ein Rausch aus Licht, Lärm und Tod. Um ihn herum fielen Kameraden, doch die Linie hielt. Sergeant Warwick sprang mit einem Flammenwerfer vor, verbrannte ganze Gruppen von Hormoganten, bevor ein Bioplasmaschuss ihn traf und er in einen Feuerball verschwand. »Warwick!« schrie Jaren, doch der Sergeant war nicht mehr zu sehen. Während er sich umblickte, bemerkte er, wie die Linie zu zerbröckeln begann. Die Tyranniden waren zu viele und die Munition ging zur Neige. »Zurück zur Hauptbasis«, rief ein Offizier durch den Vox. »Evakuierungsbefehl erteilt!« Die wenigen Überlebenden zogen sich unter heftigem Beschuss zurück. Jaren schleppte einen verwundeten Kameraden, sein Atem schwer, sein Geist taub. Hinter ihnen war die Linie gefallen und die Tyranniden überrannten die Befestigungen. Als sie die Basis erreichten, sah Jaren die Transportschiffe, die auf ihren Start warteten. Soldaten strömten an Bord, während schwere Geschütze der Basis die herannahenden Tyranniden versuchten zurückzudrängen. Jaren erreichte das letzte Schiff, zog den Verwundeten mit sich, hinter ihm brachen die Tyranniden durch die letzte Verteidigungsstellung. Doch gerade als sie die Rampe erreichten, hob das Schiff ab. Jaren fiel erschöpft zu Boden. Sein Blick starrte ins Leere, während das Chaos unter ihm immer kleiner wurde. Die Welt von Novan Tertius war verloren, doch das Imperium lebt weiter und Jaren wusste, dass er, so klein er auch war, Teil von etwas Größerem gewesen war. Die letzten von Ferox Primus. Die Schreie der Verwundeten vermischten sich mit den dröhnenden Donner der Artillerie, während eine schwache Sonne durch den aschgrauen Himmel von Ferox Primus sickerte. Für die Männer und Frauen des 112. Kardianischen Schützenregiments war dies kein ungewöhnlicher Tag. Krieg war alles, was sie kannten. Corporal Ren Malek zog den Kragen seiner Jacke enger, als ein kalter Wind durch den Schützengraben fegte. Der feuchte Gestank von Schlamm, Schweiß und Blut war allgegenwärtig. Er blickte über die zerschmetterten Befestigungen hinaus auf die Niemandslandebene, die von brennenden Kratern und umgestürzten Fahrzeugen übersät war. Neben ihm saß Private Lina Voss, eine junge Frau mit tiefen Augenringen, deren Hände nervös über ihren Lasergewehrschaft glitten. »Was glaubst du, wie lange wir hier noch aushalten?« fragte sie leise. Ren zündete sich einen Nikotinstick an. Sein Blick blieb starr auf das vernarbte Schlachtfeld gerichtet. »Solange wir müssen. Der Kommissar wird schon dafür sorgen, dass niemand auf dumme Gedanken kommt.« Wie um seine Worte zu bestätigen, marschierte Kommissar Albrecht auf und ab. Seine Präsenz eine ständige Erinnerung an die eiserne Disziplin des Imperiums. Seine imposante Figur, umhüllt von einem langen schwarzen Mantel, war ein Anker für die Truppen. Jeder wusste, dass er keine Sekunde zögern würde, jemanden hinzurichten, der dem Befehl nicht gehorchte. Ein scharfes Signal vom Voxcaster durchbrach die angespannte Stille. Sergeant Kellan, ein grimmiger Veteran mit einem vernarbten Gesicht, kletterte aus einem Unterstand und rief die Männer zusammen. »Hört zu, Leute! Der Feind sammelt sich. Wir haben den Befehl, die rechte Flanke zu verstärken. Packt eure Sachen, wir ziehen los.« Die Soldaten schnappten sich ihre Ausrüstung. Die Bewegungen mechanisch, routiniert. Für viele war dies nur ein weiterer Einsatz, ein weiterer Versuch, das Unvermeidliche hinauszuzögern. Der Krieg gegen die Kräfte des Chaos war eine endlose Strömung, und sie waren bloß Kieselsteine, die darin ertranken. Die rechte Flanke war ein unorganisierter Albtraum. Die Truppen, die dort stationiert waren, hatten unter einem plötzlichen Angriff von Chaoskultisten schwer gelitten. Die Leichen ihrer Kameraden lagen verstreut, ihre blutigen Gesichter starrten leer in den Himmel. Die Überlebenden, blass und desorientiert, blickten mit Hoffnung auf die Verstärkung. »Corporal Malek, Ihr Trupp hält diesen Abschnitt hier. Graben Sie sich ein und bereiten Sie sich auf den nächsten Angriff vor«, befahl Sergeant Kellan, bevor er selbst weitereilte. Ren nickte und führte seine Leute in einen halb zerstörten Schützengraben. Sie stapelten Sandsäcke und überprüften ihre Waffen. Die Luft war schwer vor Erwartung. Und jeder wusste, dass die nächste Welle des Feindes nicht lange auf sich warten lassen würde. »Corporal?« fragte Lina, ihre Stimme zitterte. »Meinst du, wir haben eine Chance?« Ren blickte sie an, sein Gesicht ausdruckslos. »Wir haben unsere Befehle. Das reicht.« Die Nacht brach herein, und mit ihr kam der Feind. Zuerst hörten sie nur das dumpfe Trommeln schwerer Stiefel, dann das unheimliche Kreischen der Chaoskultisten. Ihre verzerrten Stimme sang blasphemische Hymnen, die den Soldaten die Haare zu Berge stehen ließen. Dann tauchten sie aus der Dunkelheit auf. Hunderte von ihnen, ihre Körper entstellt und von rituellen Narben übersät. »Feuer frei!« brüllte Ren, und die Schützen eröffneten das Feuer. Die Lasergewehre spuckten rote Energieblitze aus, die die ersten Reihen der Kultisten niedermähten. Doch die Feinde kamen weiter, unermüdlich angetrieben von ihrem wahnsinnigen Glauben. Ein Chaosbrut, ein widerwärtiges Monstrum aus verdorbenem Fleisch und Knochen, brach durch die verdorrenen Linien und zerschmetterte einen Soldaten mit einem einzigen Hieb. Ren schnappte sich einen Melterwerfer, zielte und drückte ab. Ein gleißender Strahl aus superheißer Energie traf die Kreatur
und mit einem markerschütterten Kreischen fiel sie zu Boden. Neben ihm wurde Lina von einem Kultisten angegriffen, dessen rostige Klinge auf ihren Kopf zusteuerte. Ren drehte sich, sein Bajonett fand das Herz des Angreifers, bevor die Klinge ihr Ziel erreichte. »Bleib wachsam, Private«, rief er, während sie sich wieder in Position brachte. Der Angriff dauerte Stunden und die Soldaten kämpften bis zur Erschöpfung. Doch schließlich wichen die Chaoskräfte zurück. Ihre Reihen dezimiert, die Überlebenden des 112. standen blutverschmiert und erschöpft. Aber sie standen. Am Morgen inspizierte Kommissar Albrecht die Überreste der Schlacht. Er nickte Ren zu, ein seltenes Zeichen der Anerkennung. »Gut gemacht, Corporal. Sie haben Ihre Pflicht erfüllt.« Ren erwiderte nichts. Seine Gedanken waren bei den Gefallenen, deren Körper in Reihen gelegt wurden, um später verbrannt zu werden. Lina trat neben ihm, ihre Hände zitterten immer noch. »Das war knapp«, murmelte sie. Ren nickte. »Aber wir leben noch, und solange wir atmen, kämpfen wir weiter. Das ist alles, was zählt.« Die beiden blickten in die Ferne, wo neue Sturmwolken aufzogen. Der Krieg war noch lange nicht vorbei, und sie wussten, dass dies nur eine von vielen Schlachten war, die sie erwarten würde. Doch für einen Moment erlaubten sie sich, einfach nur am Leben zu sein. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, schreibt in die Kommentare, ob ich das öfter machen soll. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Da gibt es wieder ein schönes Bemalvideo. Bis dann, bye bye.